Klick. Etwas hatte mich schon den ganzen Tag nervt. Etwas Wichtiges. Etwas, das ich mich erinnern sollte. Aber ich könnte nicht. Je mehr ich versuchte, es zu erinnern, desto mehr entzog sie mir. In der Regel, wenn der Wecker zulässt, würde ich am Bahnhof um 7 sein. Erfülle meine Thermen, bevor jemand in meine Mannschaft sogar in die Menge gezogen. Dorothy wäre die Einzige, die dort zu sein. Austanzen von ihr Übernachtung, sobald ich setze mich an meinem Schreibtisch. Aber Werke heute war die Hölle, so ging ich dort um 7:15 Uhr. Und Dorothy sah mich mit einem Grinsen, als wolle sie auf meine uncharakteristische Ankunftszeit kommentieren. 7:30. Ich starrte auf den Kalender, das 5. März. Noch nicht setzen konnte einen Finger auf sie. Was war heute? Ich suchte den Schreibtisch nach Hinweisen. Irgendwo in den Bergen von unorganisiertem Papierkram und allgemeiner Ordnung auf dem Schreibtisch. Mein Abzeichen, Bild von meiner Frau, Aussagen, Gerichtsbriefs. Klick. Ich sollte im Gerichtsgebäude sein. Wie könnte ich das vergessen? Ich sah auf die Uhr. Scheiße. 7:45. Ich würde zu spät kommen. Aber besser spät als nie. Ich rannte aus dem Haus und in meinem Häuser. Es ist eine 20-minütige Fahrt. Ich habe es 10. 10:15. Kaffee war kalt. Ich nahm einen Schluck sowieso. Glücklicher Kerl war aus dem Scheide. Einschließen. Was für eine verdammte Witz. Ihre Freunde werden nicht so glücklich sein, versicherte ich mich. Ich ging zu meinem Häuser und bemerkte, Autos auf der Straße verzögert, wie sie vorbeigingen. Das tun sie immer. Außer er gegenüber mindestens 15. Jemand anderes will ihn zu bekommen. Ich griff in meine Jacke für ein Stück Nicolette. Nichts da. Klick. Ich ließ sie auf dem Küchentisch. Wieder. Das werde das 2. Mal in dieser Woche sein. Rowley raucht. Ich werde eine von ihm bekommen. 2 Uhr. Rowley war noch auf Patrouille. Ich wurde zu ihm in Radio versucht, nur um mich zu überholen, einen hinter. Das Verlangen hat mich aufgehalten wie die Hölle. Um 2:45 wurde ich in das Büro des Kapitäns über eine Morddrohung vorgeladen. Eine Morddrohung gemacht zu mir. Offenbar nicht Bestechlichkeit aus dem Kartell war eine Todesstrafe. Ich lehnte sein Angebot für die Zeit ab, stimmte aber zu stoppen in Bearbeitung habe. 4:30. Die Station scheint leiser als heute üblich. Etwas scheint aus. Eine seltsame Stimmung in der Luft. Was ist mit John? Jedes Mal, wenn ich ihn gefallen meinen Weg suchen, würde er seinen Abkehrblick. Gab es etwas auf meinem Gesicht? Ich führe mit der Hand über mein Gesicht, um zu überprüfen. Klick. Ich habe vergessen, heute mich zu rasieren. Scheiße drauf. Ich bin in 30 Minuten sowieso getan. Könnte nicht warten auf die heiße Dusche. 5:20. Der Werke war die Hölle wieder. Regentropfen trommelten entfernt auf dem Dach meines Autos. Die Scheibenwischer würden Quietschen machen. Ein Idiot brach mich. Um 6:05 Uhr zog ich in meine Einfahrt. Auto meiner Frau war nicht da. Sie ist in der Regel zu Hause um diese Zeit. Ich blieb in der Krüse für eine weitere Minute und sah über meine Schultern nach links und rechts. Unsicher, was genau ich war auf der Suche nach. Nur Instinkte bei der Arbeit, denke ich. Ich stieg aus dem Auto und ging zum Bordstein. Ich sah ein schwarzes Auto auf der Seite der Straße geparkt, etwa einen halben Block nach unten. Ich konnte nicht sagen, die Marke und das Modell. Wenn ich raten musste, es sah aus wie ein Klick. Ein Camaro. Wie die dieser Beschleunigung entfernt im Gerichtsgebäude in diesem Morgen. Meine Muskeln angespannt. Ich ließ mich in einem halben Hocke und auf Zehenspitze zurück in Richtung der Krüse in der Auffahrt. Ich duckte mich hinter sie und spähte über am Eingang meines Hauses.
Die Jalousien bewegt. Jemand hatte von ihnen beobachtet mich. Ich war sicher. Ich zog meine Pistole. Ich ging um die Seite auf die Rückseite des Hauses. Bleiben günstig, wie ich trete in den Schatten. Ich sollte für die Hilfe rufen, dachte ich. Ich instinktiv griff an meinen Gürtel, wo in der Regel das Radio gehängt. Klick. Nichts da. Ich es in der Krüse oder am Bahnhof verlassen hatte, aber es war nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Ich nahm das Handy, statt zu meinem Partner anzurufen. Mein Daumen schwebte über dem Bildschirm. Meine Frau kam in den Sinn. Ich beschloss ihr erster Anruf. Sorgte dafür, dass es ihr gut ging. Ich wählte ihre Nummer. Es klingelte. Das Telefon war in dem Haus, aber niemand nahm. Nur 2 Ringe später ging der Anruf auf ihre Voicemail. Ein schwerer Woggefühl in meiner Brust. Das schwarze Auto, der Tod bedauert, das Gefühl, das mich den ganzen Tag gestört. Ich wies meine Waffe direkt von mir und nahm 3 Schritte zurück. Dann lief ich nach vorne und trat die Tür auf der Stelle neben dem Regler. Die Tür flog auf. Einen Bruchteil einer Sekunde später sprang jemand von der Seite. Fingen bereits am Abzug. Ich zog. Bang! 6:45. Die Lichter gingen an. Dorothy schrie. Rowley stieg langsam von hinter der Decke. Die anderen kamen aus ihrem Versteck. Ihre Munde waren offen, aber niemand sagte etwas. Meine Frau wurde in einer Blutlache liegend von mir. Klick. Es war mein Geburtstag.